Bist du bereit für die 3 schnellsten und einfachsten Rosenkohlrezepte deines Lebens? Auch wenn du Rosenkohl nicht leiden kannst, bist du bereit, deine Abneigung gegen Rosenkohl für immer hinter dir zu lassen? Wusstest du, dass 90% der Menschen Rosenkohl falsch zubereiten? Schau dir dieses Video bis zum Schluss an, um die 10 häufigsten Fehler zu erfahren. Der meist begangener fataler Fehler ist es, Rosenkohl zu überkochen, wodurch die Röschen matschig und geschmacklos werden. Um das zu vermeiden, solltest du sie nur kurz kochen, etwa 7 bis 12 Minuten, bis sie zart, aber noch bissfest sind. So bleiben sie knackig und lecker. Du kannst auch einfach mal mit der Gabel reinstechen, um zu testen, ob sie fertig sind. So schmecken sie gleich viel besser. Fehler Nummer 4 ist falsch würzen. Wenn du die Röschen zu wenig oder mit den falschen Gewürzen würzt, schmecken sie einfach nicht so gut. Um das richtig zu machen, solltest du die Röschen gut mit Salz, Pfeffer und vielleicht etwas Muskatnuss würzen. Experimentiere gerne mit anderen Gewürzen wie Paprika oder Chili, um die Röschen noch interessanter zu machen. So kommen sie richtig zur Geltung. Welche Gewürze magst du am meisten mit Rosenkohl? Wenn euch meine Rezepte und Tricks gefallen, haut auf den Abo-Knopf und läutet die Glocke wie einen Küchenchef, der das Abendessen ankündigt. So bleibt ihr immer im kulinarischen Loop und verpasst kein Rezept, das eure Geschmacksknospen zum Tanzen bringt. Wusstet ihr, dass viele Menschen Rosenkohl als Kind nicht mochten, ihn aber als Erwachsene lieben? Die Tradition, Rosenkohl an Feiertagen und besonderen Anlässen zu essen, hat dafür gesorgt, dass er in vielen Küchen einen festen Platz hat. Die Erinnerungen an Familienessen und Feiern machen das gesunde Gemüse sehr beliebt. Und ja, er ist ein echtes Superfood. Er ist reich an Vitaminen, wie Vitamin C und K, Mineralstoffen, Ballaststoffen und Antioxidantien. Erste 2 Todsünden macht man sogar vor dem Kochen. Oft neigt man dazu, zu viele äußere Blätter abzunehmen und dabei verliert der Rosenkohl seinen tollen Geschmack. Gelbe oder fleckige Blätter zeigen, dass der Rosenkohl noch gut, aber nicht mehr ganz frisch ist. In diesem Fall solltest du ihn schnell verarbeiten. Fehler Nummer 5 ist kein Öl oder Fett zu verwenden, um die Gerichte weniger kalorienreich und somit gesünder zu machen, was ein Anhaften an der Pfanne und ein unappetitliches Ergebnis zur Folge haben kann. Ein Esslöffel Olivenöl oder ein Stückchen Butter sorgt dafür, dass die Röschen schön gleichmäßig garen und lecker knusprig werden. So bleiben die Röschen nicht an der Pfanne kleben und du bekommst ein tolles Ergebnis. In diesem Rezept wollen wir richtig das Beste aus unserem Winterstar rausholen. Nun braten wir die Röschen schön in Butter an. Das gibt schon mal einen Mega-Geschmack. Und dann zaubern wir eine cremige Soße, die all die köstlichen Aromen perfekt zur Geltung bringt. Das Hauptgeheimnis von diesem Gericht sind wie gesagt die Röstaromen, die beim Anbraten entstehen. Die sind einfach der Hammer. Wenn wir die Röschen in der Pfanne schön bräunen, entfalten sich diese tollen Aromen. Und dann kommt die Sahnesoße ins Spiel. Die sorgt dafür, dass diese Röstaromen so richtig zur Geltung kommen und das Ganze zu einem echten Geschmackserlebnis macht. Ihr werdet euch in dieses Gericht verlieben. Auch in diesem Rezept würzen wir den Rosenkohl schön mit Salz, Pfeffer und Muskat. Besonders mit Sahnesoße ist das ein Traum. Rosenkohl hat von Natur aus einen leicht bitteren Geschmack. Ein Hauch von Zucker hilft, diese Bitterkeit auszugleichen und die Aromen der anderen Zutaten zu harmonisieren. Anschließend kann man die Soße mit etwas Stärke eindicken, aber dieser Schritt ist optional. Jetzt nochmal kurz gefasst, schneiden wir den Strunk vorsichtig ab. Achtet darauf, nicht zu viel vom Kohlkopf zu entfernen. Normalerweise können kleinere Röschen oft ganz gelassen werden und nur einritzen, aber größere sollten halbiert oder sogar geviertelt werden, damit sie gleichmäßig garen. Aber für dieses Rezept schneiden wir die Röschen etwas anders. Alternativ kannst du sie natürlich auch vierteln. Die meisten Leute lassen ihren Rosenkohl bei Zimmertemperatur oder lagern ihn gewaschen in geschlossenen, luftdichten Behältern, wo er schnell schimmelt. Das ist nicht ideal. Am besten bewahrst du Rosenkohl ungewaschen in der Originalverpackung im Kühlschrank, speziell im Gemüsefach, auf. So bleibt er lange frisch und lecker. Diesmal kommt noch Paprika zu Rosenkohl. Paprika hat einen süßlichen und frischen Geschmack, der gut mit dem erdigen und leicht bitteren Aroma von Rosenkohl harmoniert. Diese Kombination sorgt für eine ausgewogene Geschmacksvielfalt.
Beim Braten sorgt Paprika für eine knackige Textur, die gut mit der zarten Konsistenz des gekochten Rosenkohls kontrastiert. Diese unterschiedlichen Texturen machen das Essen interessanter. Und jetzt kommen wir zum magischen Teil. Honig oder Zucker können beim Erhitzen karamellisieren und so zusätzliche Tiefe und Komplexität in den Geschmack bringen. Dies sorgt für eine angenehm süße Note, die gut zu den herzhaften Aromen passt. Kräuter de Provence passen hervorragend zu Rosenkohl. Diese Kräutermischung, die typischerweise aus Thymian, Rosmarin, Oregano, Basilikum und anderen Kräutern besteht, kann dem Gericht zusätzliche Aromen und eine mediterrane Note verleihen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso auf diese Rezepte wie ich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vergesst nicht, den Abo-Knopf zu drücken, damit ihr keine weiteren leckeren Rezepte verpasst. Bis zum nächsten Mal und guten Appetit!